Meine Güte, was eine Aufregung rund um den neuen Mac Mini. Laut soll er sein, behaupten einige, und zwar, wenn er volle Leistung zeigen muss. Und der Einschaltknopf nicht zu erreichen, weil er ja jetzt unter dem Gerät verbaut ist. Aber ist das alles wirklich so? Und falls ja, sind es tatsächlich so große Ärgernisse? Vor allem aber, wie schlägt er sich im Alltag? Also da, wo es wirklich zählt. All das besprechen wir jetzt im unaufgeregten Review zum neuen Mac Mini mit M4 Pro. Und ja, ich liebe diese neuen magnetischen Masken in Final Cut Pro 11. Ja, herzlich willkommen zu diesem Review-Video. Ich habe den Mac Mini jetzt 1,5 Wochen getestet und ich muss voranstellen, dass ich zu dem Mac Mini eine ziemlich innige Beziehung habe, denn es war tatsächlich, langjährige Zuschauer dieses Kanals werden es wissen, mein erster Mac, den ich hatte. Ja, ich bin damals von Windows gekommen und habe dann so experimentell mich in das Apple-Terrain vorgewagt und da war der Mac Mini, den ich dann an so einen KVM-Switch hatte, dann so die erste Wahl, weil ich noch zwischen meinem alten Dell-PC und andererseits dem Mac Mini damals dann hin und her switchen konnte. Und ja, ihr ahnt es, am Ende war der KVM-Switch halt immer auf den Mac eingestellt. Dann hatte ich viele Jahre, wo ich mit dem iMac unterwegs war, sehr zufrieden auch war, besonders als der damals das 5K-Display bekommen hat. Ja, und lustigerweise mit dem Apple Silicon bin ich dann zum Mac Mini zurückgekehrt. Erst mit dem M1, das war auch wieder so ein Testrechner. Ich wollte einfach mal schauen, wie gut der Apple Silicon ist und habe mir so ein M1 Mac Mini gekauft. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen, zumal ja eben auch der iMac, der große iMac 27 Zoll, den ich mal hatte, zumindest vorläufig keine Zukunft hat. Und deshalb habe ich mir gesagt, damals gehst du jetzt wieder zum Mac Mini zurück und jetzt bin ich aktuell beim Mac Mini mit M2 Pro Prozessor. Den habe ich mir gleich nach dem Release Anfang 2023 gekauft. Jetzt haben wir Ende 2024 und wir sind in den Prozessorgenerationen schon 2 weiter. Wir sind jetzt beim M4 Pro und den habe ich jetzt dann mal ausgeborgt bekommen, um ihn zu testen. Und ja, es ist sicherlich nicht das erste unaufgeregte Review des Mac Mini, aber ich habe tatsächlich mir in der YouTube-Landschaft so verschiedene Reviews mal angesehen und ich finde ja immer, dass gerade so diese ersten dann doch sehr aufgeregt dann sind und ich habe mir gedacht, bringen wir jetzt mal wirklich mal das Thema Alltag in den Fokus, denn das ist ja am Ende das, was zählt. Es bringt ja nichts, das Ding irgendwie zum Heulen zu bringen unter irgendwelchen Benchmark-Bedingungen, sondern es zählt am Ende, wie dieser Mac sich auf eurem Schreibtisch dann präsentiert, wenn ihr ihn dann im Alltag verwendet. Das Testgerät hier ist ein Mac Mini M4 Pro mit einer 14-Kern-CPU und einer 20-Kern-GPU. Es gibt da ja auch verschiedene Varianten vom M4 Pro, die man verbauen kann. 48 GB RAM bzw. Unified Memory, das ist ja der Arbeitsspeicher, den sich die GPU und die CPU teilen. 48 ist noch nicht mal das Maximum, das Ganze geht ja sogar hoch bis 64, wenn man möchte, allerdings auch gegen Aufpreis, darüber sprechen wir später. Und hier drin steckt eine 1 TB SSD, das ist so von den Speicherausstattungen auch so ungefähr das Mittelfeld. Der Gegner, der Konkurrent ist mein M2 Pro Mac Mini, den ich so als Benchmark für mich genommen habe und auch für dieses Video, um mal zu gucken, wie gut dieser M4 Pro eben dieses 1,5 Jahre alte Gerät, ja, wie das abschneidet. Und der hat 32 GB RAM und eine 2 TB SSD, wobei das jetzt für die Benchmarks gar nicht so relevant ist. Die Frage für mich war natürlich auch, gehört mein nicht mal 2 Jahre alter Mac jetzt wirklich schon zum alten Eisen? Das wollen wir jetzt auch herausfinden. Fangen wir mal mit dem Design an. Der neue Mac Mini ist weniger als halb so groß wie frühere Mac Minis. Er misst 12,7 x 12,7 cm. Er ist etwas höher als sein Vorgänger. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie so eine Höheneinheit da irgendwas sich zurechtgeschneidert hat, dann passt er vielleicht nicht dort rein. Er passt aber auf den Standfuß des Studio-Displays und das ist an den Seiten dann immer noch so ein bisschen Abstand. Wobei dann hinten raus, wenn man ihn dort dann verwenden möchte, die Kabel müssen ja auch noch dran, das Stromkabel unter anderem. Die Leuchtdiode, die wir vorne haben, die ist deutlich größer und erinnert damit sehr stark an die des Mac Studio. Also ich muss ja sagen, ich mochte die kleine, dezente dann doch etwas lieber, aber das ist ja dann auch Geschmackssache. Ja, und wir müssen natürlich über den Einschaltknopf sprechen, der tatsächlich nicht ohne Anheben des Gerätes für durchschnittlich dicke Finger erreichbar ist. Also, man muss schon objektiv sagen, er ist an einer ungünstigeren Position, als er das bei vorherigen Modellen war, obwohl es auf der Rückseite war. Über diese Frage streitet das Netz aber ja wirklich nach Herzenslust. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht das allergrößte Drama, das dem so ist. Aber es ist halt ein Punkt, der zum Beispiel zum Tragen kommt, das schrieb mir auch ein Zuschauer, wenn vielleicht künftig auch so Docks dann kommen, die passend unter den Mac Mini dann gehen. Also früher ging das ja bei den alten Modellen, aber da würde man ja jetzt nicht mehr an den Knopf rankommen. Nun ist es allerdings auch thermisch nicht unbedingt empfehlenswert, jetzt einen Dock da drunter zu klemmen, denn ja,
der Mac Mini hat ja auch ganz schön Abwärme und braucht die kalte Luft, die er dann einsaugt. Also ich glaube, diese Dock-Lösungen, wie wir sie bislang gesehen haben beim Mac Mini, die gehören sowieso der Geschichte an. Aber ja, ich möchte mich an dieser Knopfdiskussion nicht weiter beteiligen, weil am Ende ist es einfach auch eine Frage von, wie benutze ich diesen Mac Mini. Man sollte nicht die verteufeln, die ihren Mac Mini jeden Tag abschalten. Aber ich weiß aus vielen Zuschriften, dass eben sehr viele ihn sowieso durchlaufen lassen. Und dann ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, wo der Knopf ist, wenn man ihn ganz selten mal anheben muss, um dann den Knopf zu drücken. Viel spannender ist ja auch, dass wir über die Anschlüsse sprechen. Und da hat sich ja tatsächlich auch jetzt im Modellwechsel einiges getan. Wir haben auf der Rückseite vom M4 Pro 3 Thunderbolt 5 Anschlüsse. Und das ist ja echt Zukunftstechnik. Da habt ihr ja Übertragungsraten, die sensationell sind. Momentan gibt es noch gar nicht so viel Hardware, die davon Gebrauch macht. Aber glaubt mir, die wird kommen. Und dann seid ihr dankbar, wenn ihr Thunderbolt 5 habt, wobei Thunderbolt 4 nun auch ja schon ziemlich gut ist und für den M4, also den Standardprozessor, absolut ausreichend ist, aber für Pro-Bedürfnisse ist natürlich Thunderbolt 5 besonders toll, was auch dann das Thema Festplatte SSD in ein anderes Licht rückt, aber auch dazu später mehr. Wir haben außerdem noch HDMI, wir haben einen LAN-Anschluss und wir haben natürlich für das Stromkabel einen Anschluss. Beim LAN-Anschluss ist es so, dass es 10 Gigabit gegen Aufpreis gibt. Ja, nun kann man darüber streiten, ob ein Pro-Gerät sowas nicht vielleicht einfach per Default eingebaut haben sollte. Andererseits glaube ich, dass das eben in ganz vielen Fällen auch so ist, dass 1 Gigabit für die meisten immer noch dann vollkommen ausreichend ist. Die richtig spannende Neuerung ist aber natürlich die Vorderseite, wo wir jetzt dann Anschlüsse haben. Man soll es nicht glauben, nach vielen, vielen Jahren des Mac Mini mit seiner geschlossenen Front, was ja durchaus auch ästhetisch war, haben wir jetzt dort Anschlüsse, 2 USB-C-Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss. Also man muss sagen, da sind genau die Anschlüsse, die man eigentlich auch vorne braucht. Denn es gibt immer mal das Szenario, man möchte ein Kartenlesegerät zum Beispiel anschließen, nur temporär. Man hat vielleicht irgendein Ladekabel für irgendein Device. Apple Watch ist zum Beispiel alle, möchte man mal kurz aufladen, kann man da anschließen. Oder aber eben Kopfhöreranschluss, was immer blöd war, dass man das hintenrum machen musste. Und jetzt kann man den vorne anschließen. Also das finde ich wirklich super, dass Apple dort umgesteuert ist und einfach den Realitäten Rechnung trägt, die viele für sich auch hergestellt haben mit besagten Docking-Lösungen, dass sie Docking-Stations unter den Mac Mini, den alten, geklemmt haben und hatten dann Anschlüsse vorne. Jetzt gibt's das ab Werk. Ja, genug über die Ästhetik gesprochen. Jetzt kommen wir ans Eingemachte und das ist ja, denke ich, das, was ja auch sehr viele interessiert. Die Frage, was leistet denn der M4 Pro? Die Specs habe ich euch ja vorhin schon mal genannt. Wie gesagt, bis 64 GB RAM sind möglich oder Unified Memory. Das entspricht ja von den Möglichkeiten her einer Verdopplung dessen, was ja beim Mac Mini mit M2 Pro noch möglich war. Da war aber 32 GB Schluss. Ich habe natürlich auch Benchmarks gemacht, auch wenn es hier um Alltagserfahrung gehen soll, aber gucken wir uns doch diese Zahlen mal erstmal kurz an. Der Standard-Benchmark ist ja Geekbench. Dort habe ich dann die CPU mal antreten lassen gegen den M2 Pro. Und wir sehen bei der CPU beim Single-Core-Test eine Steigerung von 2609 Punkten auf 3855 Punkte. Das entspricht einer Leistungssteigerung von 47%. Und zum anderen schauen wir uns jetzt auch mal bei Multicore an. Dort kommen wir von 14.273 Punkten beim M2 Pro und landen bei dem Benchmark bei 21.900 Punkten. Das entspricht einer Zunahme von 53% an Leistung. Bei der GPU habe ich den Metal Score mal ausgeführt und dort sind wir beim M2 Pro von 84.032 gekommen und sind bei 106.456 gelandet. Das entspricht einer Steigerung von 27%, wobei der Benchmark alleine, glaube ich, gar nicht so wirklich dann widerspiegelt, was die GPU ja mehr kann, denn wir haben ja mit dem M3 und der 3-Nanometer-Bauweise ja auch gerade einen Fokus gesehen beim Thema Grafik mit Hardware-Raytracing zum Beispiel. Und diese Vorteile nimmt ja jetzt dieser M4 Pro mit in dieser zweiten Generation der 3-Nanometer-Bauweise. Also ihr habt eine deutlich leistungsfähigere GPU und das bemisst sich nicht nur an Leistungswerten, sondern einfach auch an technischen Möglichkeiten. Ja, aber was heißt das dann im Alltag? Was kann dieser Mac Mini jetzt dann wirklich mehr und lohnt es sich vielleicht vom M2 Pro sogar umzusteigen? Insgesamt muss ich sagen, dass mir dieser Mac erstmal damit aufgefallen ist, dass er
wie sagt man heute so neudeutsch, mehr clicky ist. Also er ist wirklich schneller in dem, was man macht. Programme, Apps laden spürbar schneller noch gegenüber dem M2 Pro. Ich habe es gar nicht für möglich gehalten. Und auch sonst so diese ganzen Prozesse, die halt da laufen, man merkt halt schon, dass er mehr Power unter der Haube hat und das nochmal spürbar einen Unterschied macht. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, weil ich dachte schon, mit dem M2 Pro bin ich eigentlich auf Jahre so zufrieden und da wird kaum eine Steigerung sein. Aber ja, man unterschätzt das manchmal. Als erstes habe ich mal jetzt den Mac Mini mit M4 Pro im Test bei Final Cut Pro antreten lassen. Und zwar ging es um das Rendering eines 8 Minuten 17 langen Videos, was ich hier für YouTube gemacht habe. Und da kam der M2 Pro mit 7 Minuten 49 raus. Wohlgemerkt, wichtig ist noch zu wissen, der Export fand in H264 im Codec statt und zwar in der besseren Qualitätsstufe mit mehreren Durchgängen in 4K. Also ihr müsst wissen, dass wenn man nur einen Durchgang macht, geht das Ganze nochmal deutlich schneller, dann halbiert sich die Zeit, dass man das Video raus hat. Spreche ich auch gleich noch drüber. Auf jeden Fall im Vergleich beim M2 Pro 7 Minuten 49, der M4 Pro schaffte das Ganze in 6 Minuten 42. Hat also etwas mehr als eine Minute eingespart. Kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht ganz so viel, aber macht sich natürlich auf Strecke bemerkbar. Gerade für diejenigen, die jetzt eben viel mit Video arbeiten. Und ich sag mal, für die ist das ja auch tatsächlich nur relevant. Für ein gelegentliches Video ist das jetzt nicht so spannend. Spannend ist auch, dass es da keine Lüftergeräusche gegeben hat. Also da sind wir schon an dem ersten Punkt, wo wir festgestellt haben, dass der Mac Mini gar nicht so laut oder gar nicht lauter ist als sein Vorgänger. Die Wärmeentwicklung war auch nicht signifikant. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass jetzt auch schon ein bisschen die kühlere Jahreszeit angebrochen ist. Der Raum hier ist zwar beheizt, aber ich wäre mal gespannt, wie er sich im Sommer so schlägt, wenn es hier mitunter dann in meinem Dachzimmer dann auch relativ warm sein kann. Der M4 Pro, wenn man nur einen Durchgang macht, schafft das Video in 3 Minuten 15. Also wie gesagt, ein 8 Minuten 17 Video. Das kann man dann mal eben schnell in 3 Minuten 15 rausrendern. Das ist schon eine ziemlich gute Zeit. Der nächste Punkt ist Xcode, Programmierung, auch ein Feld, was sicherlich viele, die ein M4 Pro kaufen möchten, interessiert. Und da habe ich natürlich naheliegenderweise die Funkgerät-App, die App zum Apfelfunk, jetzt einfach mal antreten lassen. Beim M2 Pro, da kompiliert sie in 48 Sekunden. Und zwar vom Auslösen des Bildvorgangs bis hin eben dann, dass der Simulator dann gestartet ist. Ich habe jetzt den Simulator damit dann für einen iPhone-Simulator gestartet, softwarebasiert. Und dass die App dort dann wirklich geladen ist. 48 Sekunden. Gute Zeit. Der M4 Pro schafft das Ganze aber in 27 Sekunden. Und bei weiteren Tests hat er diese Zeit sogar mitunter noch weiter unterboten. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Also für Entwickler ist das schon wirklich eine super Sache, gerade weil man ja immer und immer wieder auch gerne mal Dinge ausprobiert und dann Builds macht. Klar, selten in dem Setup, dass man den Simulator komplett schließt und so weiter. Man spart da natürlich auch ein bisschen Zeit, wenn alles schon mal dann initialisiert wurde. Aber trotzdem sind das natürlich wertvolle Sekunden, die man ja auch, anders als beim Video, wo man jetzt dann einfach im Hintergrund rendern lassen kann und dann macht man schon irgendwelche anderen Aktivitäten, ist man ja meistens beim Entwickeln dann doch fokussiert darauf, das schnell zu testen, wieder zurückzukehren. Also es ist ein Workflow und deshalb glaube ich, spielt das schon eine sehr große Rolle. Und auch hier, der Mac Mini blieb sehr leise. Dritter Test, das war KI. Ja, wir haben ja auch die 16-Core Neural Engine dort drin. Und die Frage im Zusammenspiel mit dem restlichen Prozessor und mit dem System on a Chip, wie wirkt sich das aus? Ich habe das getestet mit Mac Whisper. Das ist eine Software, mit der man per KI-Hilfe dann Audio transkribieren kann. Und ich habe dann eine Apfelfunkfolge, und zwar die Folge 460 mit 1,5 Stunden Länge, da antreten lassen. Da brauchte der M2 Pro 3 Minuten 57 für, was ja schon sensationell schnell ist. Tippt mal so eine Sache ab und die Ergebnisse sind ja wirklich gut lesbar. Und der M4 Pro, der schafft das in 2 Minuten 49. Also auch hier weit über eine Minute noch eingespart. Ja, und der nächste, und ich belasse es erstmal dabei, letzte Alltagstest war dann ein Spiel. Ja, wir wollen ja auch eben gerne Spiele mit diesem Mac Mini dann mal eben ausprobieren. Und da habe ich dann Transport Fever 2 herangezogen. Ein Spiel, was ich zugegebenermaßen mal eine Weile ganz gerne mal eben dann da gespielt habe. Und das allerdings sehr fordernd ist, was die Grafikleistung angeht. Und den vorherigen Mac Mini oder den M2 Pro auch immer ganz schön zum Schwitzen gebracht hat. Ich habe es natürlich mit den höchsten Einstellungen laufen lassen.
um zu gucken, wie der M4 Pro sich da schlägt. Und tatsächlich hier ist der Lüfter dann nochmal angesprungen. Er war surrend zu hören, wobei man sagen muss, er ist nicht wie eine Turbine zu hören, sondern er ist eigentlich so zu hören in einer Art und Weise, wie wenn jemand ausatmet. So hörbar ausatmet. Der Mac wurde allerdings auch sehr, sehr warm bei diesem Test. Also da hat man schon gemerkt, dass es das Setup dann auch wirklich mal gefordert hat. Nun primär auch durch die permanente Forderung eben durch dieses Spiel. Ja, und da sind wir jetzt von der Leistung direkt zum Lüfter dann gekommen, der ja hier schon einige Male eben auch angetönt ist. Also ich habe mich durch einige Reviews schon ganz schön kirre machen lassen, muss ich zugeben. Fakt ist, entweder war er hier im Test total leise, ich habe ihn nicht gehört, so wie bei meinem M2 Pro Mac Mini, oder aber er war allenfalls in einer Lautstärke zu hören, die lautem Atmen entspricht. Und ich möchte sagen, noch nicht mal das lauteste Atmen. Also für mich ist es absolut kein Grund, den M4 Pro deswegen nicht zu kaufen. Das ist ganz wichtig. Ich bin da sehr sensibel in dieser Frage. Ich habe das im Podcast auch immer wieder gesagt, dass für mich eigentlich dieses stille Zeitalter der Computer heilig ist. Da hat Apple mich auf den Geschmack gebracht mit dem Apple Silicon und teilweise lüfterlosen Macs, dass ich da für mich entdeckt habe, ich möchte einen Computer haben, den ich nicht höre. Ist das vielleicht auch sehr, übertrieben? Es ist ja ein ganz leises Geräusch, kann man ja aushalten, aber der Standard wurde da gesetzt und ich muss aber sagen, der Mac Mini enttäuscht dort nicht. Also selbst mit dem M4 Pro ist das gar kein Problem. Dann hatte ich hier im Kanal ja schon mal ein kleines Video gemacht zum Mac Mini. Da ging es um die Frage mit der SSD und ich habe euch gebeten, mir doch gerne Fragen zu schicken für dieses Review. Und ich habe mal einige wenige, die ich häufiger gelesen habe, auch in Mails teilweise rausgesucht, um die hier dann mal anzusprechen. Und eine Frage, die ihr mir gestellt habt, die ich ganz häufig gelesen habe, war die nach 4K Videoschnitt. Angefangen mit der Frage, geht das überhaupt? Und der Frage, wie gut geht es? Nun, geht das überhaupt? Kann ich ganz einfach beantworten, ja. Es ging schon mit dem M1 super mit 4K. Es hängt ja letzten Endes ja immer davon ab, was genau ihr da eigentlich macht. Zum Beispiel in Final Cut Pro. Wenn ihr mit mehreren Spuren arbeitet, wenn ihr aufwendige Effekte nutzt, dann merkt ihr natürlich schon, dass ein Computer dann an seine Grenzen gerät. Und da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist das Editing selbst. Also sprich, ihr packt den Effekt drauf und schaut in der Vorschau, wie das ausschaut. Da kann es dann eben sein, dass wenn man mit komplexen Setups arbeitet, mehrere Spuren, aufwendige Effekte, dass es dann selbst bei einem M1 dann hakt, wenn man im Preview sich das anguckt. Der zweite Punkt ist das Rendering. Wir haben vorhin gesehen, diese Unterschiede bei den Zeiten. Das ist natürlich ein Punkt, der für viele nicht ganz so relevant ist, ob sie eine Minute mehr oder weniger warten, aber sehr wohl für jene, die jetzt zum Beispiel aktuelle Videos erstellen und die sehr schnell eben rausbringen wollen, zum Beispiel bei YouTube. Dann zählt jede Minute und je länger die Produktion ist, desto mehr Zeit spart ihr ja auch. Macht zum Beispiel immer mal den Mac and I Podcast, dass ich den dann bearbeite und dann rausrendere. Das ist natürlich bei 1,5 Stunden Video schon eine Größenordnung und das merkt ihr dann mehr als nur eine Minute Unterschied, wenn dann eben so ein langes Projekt dann da ist. Also grundsätzlich muss man sagen, mit Apple Silicons ist 4K-Bearbeitung kein Problem. Mit meinem früheren Intel iMac ging es auch schon, aber es war ein deutlich spürbarer Unterschied. Der M1 konnte das dann doch noch deutlich flüssiger und eben auch schneller rausrendern. Jetzt zwischen den verschiedenen Apple Silicons wird es natürlich dann von Generation zu Generation besser und schneller. Das heißt, der M4 ist auch schon ein super Computer, um 4K-Videoschnitt zu machen, sowohl im Editing als auch im Rausrendern. Der M4 Pro ist in dieser Beziehung allerdings natürlich nochmal viel schneller und kann das dann entsprechend rausrendern. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, betrifft die Speicherbandbreite. Da erreichte mich die Frage, macht das eigentlich einen großen Unterschied, die größere Speicherbandbreite, die wir beim M4 Pro haben, im Vergleich zu der des M4? Denn der M4 Pro hat eine Speicherbandbreite von 273 GB pro Sekunde, der M4 von 120 GB pro Sekunde. Wohlgemerkt, beide erhöht gegenüber den Vorgängern. Alltagsrelevant ist das meines Erachtens nur bedingt, weil zu wenig Bandbreite ist ja schlimmstenfalls ein Flaschenhals zwischen dem Speicher und der CPU, aber die CPUs haben ja hier auch entsprechende Unterschiede. Das heißt, die 120 GB pro Sekunde sind für den M4
wahrscheinlich gar kein Problem, weil der M4 auch nur entsprechend leistet, wie die Bandbreite das weiter transportieren kann. Ich glaube nicht, dass Apple die Speicherbandbreite so bemessen hat, dass der M4 an der Stelle gedrosselt wird. Und wenn überhaupt, ist es ja eine sehr theoretische Diskussion, weil wir können ja eh nichts dran ändern. Also am Ende seht ihr die Leistungsunterschiede. Ihr könnt ja auch dann entsprechend im Netz Benchmarks einsehen, die ja eben aufzeigen, wie groß sind die Unterschiede bei den Benchmarks zwischen M4 und M4 Pro. Ja, und am Ende würde ich sagen, ist das Maß der Dinge. Also das ist ein Gesamtpaket. Die Speicherbandbreite isoliert zu betrachten, ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Nächste Frage, welche SSD sollte man idealerweise auswählen? Es geht ja los bei 256 Gigabyte. Sollte man vielleicht 512 Gigabyte nehmen, wurde ich gefragt, oder sogar mehr? Und meine Antwort ist, das hängt sehr stark vom Einsatzzweck ab. Also Videoschnitt und Programmierung, wie sie hier zum Beispiel bei mir jetzt dann ein großes Thema sind, fordern sehr viel Speicherplatz ein. Man kann natürlich immer auch prüfen, wie viel davon kann man extern auslagern. Also braucht man die Daten immer auf dem Computer. Man kann ja selbst die Fotos-Mediathek auslagern auf eine externe SSD. Zweiter Punkt ist, braucht man die Daten immer sofort verfügbar. Also eine Inhouse-Lösung sozusagen im Mac Mini ist ja dann vor allem sinnvoll, wenn ich die Daten ständig und immer wieder und sofort brauche. Es gibt ja viele Daten auch, die man dann mal für bestimmte Projekte benötigt und die sind ja besser aufgehoben auf einer externen SSD. Da kann man eine ganze Menge Geld sparen. Also von diesen Fragen hängt das letzten Endes ab. Für mich persönlich ist es so, 512 Gigabyte Speicher, SSD sollten schon das Minimum sein, weil einfach das System ja auch schon einen gewissen Speicherplatz belegt. Und dann ist halt die Frage, wie hoch möchte man gehen, gemessen an den Preisen, die man dafür zahlt. Also ich persönlich bin nie höher als 2 Terabyte gegangen, was, wie ich finde, schon eben auch ein sehr großer Puffer ist. 1 Terabyte würde vermutlich auch ausreichen, aber eben wegen der Dinge, die ich da mache und weil ich da manchmal ein bisschen lazy bin, das alles auf SSDs, auf externe auszulagern, bin ich eigentlich mit 2 Terabyte immer ganz gut gefahren, aber 1 Terabyte wäre auch okay. Sprechen wir über die Preise. Da gibt es ja große Unterschiede. Die Basismodelle vom M4 und vom M4 Pro haben einen doch sehr signifikanten Preisunterschied von roundabout 1.000 Euro. Der M4 beginnt ja bei 699 Euro. Mit dem M4 Pro geht es erst ab 1.649 Euro los. Die Konfiguration, die ich hier getestet habe, die kostet 2.569 Euro. Maxed out geht es mit dem M4 Pro sogar bis 5.444 Euro. Wobei hier vor allem die SSD-Upgrades, also die größeren Speicherausstattungen, ins Gewicht fallen. Ja, und da sind wir auch gleich bei dem Punkt. Die Basispreise für die neuen Mac Minis finde ich persönlich absolut fair. Das ist wirklich eine gute Leistung für den Preis. Da kann man Apple überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die Upgrade-Preise sind dagegen krass. Und sie fallen auch vor allem deshalb ins Gewicht, weil Erweiterbarkeit im Inneren bei Apple ja eben nicht mehr vorgesehen ist. Die ist einfach auch technisch nicht möglich. SSD, ja, kann man austauschen. Unified Memory kann man nichts machen. Muss man sich ein für alle Mal festlegen. Und ich werfe Apple dabei auch gar nicht vor, dass eine 8 Terabyte SSD heute einfach noch ziemlich viel Geld kostet. Also Apple die jetzt auch nicht zum Spottpreis dann eben als Upgrade verschenken kann. Was ich aber schade finde ist, dass ich nach einigen Jahren keine Möglichkeit habe, wenn die Preise dann irgendwann mal gesunken sind für höhere Speicherausstattung, dies im Computer mit vertretbarem Aufwand nachzurüsten. Das ist leider ein echter Nachteil. Deshalb gehen viele heran und ich zähle auch dazu und ich projiziere, wie wird mein Bedarf in einigen Jahren sein und gebe entsprechend sehr viel mehr Geld aus, um eben diesen Mac möglichst lange nutzen zu können. Immerhin, Thunderbolt 5 entwertet diesen Kritikpunkt bei der SSD ein großes Stück weit. Man würde wahrscheinlich in Zukunft sogar unter besseren Bedingungen, dass man das also leichter jetzt die SSD tauschen kann, dann gar nicht mehr. Da würde man gar nicht mehr das Gehäuse für öffnen. Anders ist die Situation beim Speicher, weil bei klassischen RAM-Riegeln, da zahle ich für 64 GB RAM aktuell so roundabout 120 Euro, wenn ich die jetzt nachrüste. Apple verlangt für ein Upgrade von 24 auf 64 GB Unified Memory, also weniger Speicher, satte 700 Euro Aufpreis. Muss man dazu sagen, Unified Memory ist halt nochmal was anderes als eben DDR4 RAM, aber dass die Preisschere so weit auseinander geht, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das alleine auf einen höheren Herstellungs- und Einkaufspreis zurückzuführen ist. Ja, und das ist eigentlich ein Kritikpunkt,
den ich ziemlich schade finde, weil ansonsten so vieles eben gut und richtig bei diesem Mac Mini gemacht wurde und auch besser gemacht wurde als eben vorher. Aber die Upgrade-Preispolitik von Apple ist halt immer noch so, wie sie ist. Für den Moment heißt das also, sehr sorgfältig prüfen, was man wirklich braucht und entsprechend dann, ja, gemessen an der gewünschten Nutzungsdauer vorplanen. Schauen, was ist realistisch. Ist manchmal nicht ganz einfach und erschwert definitiv den Spontankauf. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt und ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bei der Frage, für wen ist dieser Mac Mini und einem Fazit. Ich persönlich muss sagen, für mich ist dieser Mac Mini mit M4 Pro oder generell auch mit M4, generell in seiner neuen Bauart, das beste Apple-Produkt des Jahres. Und das noch vor dem iPad mit M4, was ich auch schon ziemlich cool fand, was ja im Mai vorgestellt wurde. Aber dieser Mac Mini, der vereint 3 Punkte in sich, die diese Auszeichnung dann verdient machen. Das eine ist, er ist schöner, einfach durch sein neues, kleineres Design. Er ist spürbar schneller. Und er ist durch die Ports, die sich jetzt vorne befinden, eben auch im Gebrauch nützlicher. Also 3 wichtige Komponenten, die eben dazu führen, dass ich sage, dass das das beste Apple-Produkt des Jahres 2024 ist. Wir müssen auch nochmal ein Video dazu machen, wie das Klassement ansonsten so aussieht. Was ich ja insgesamt sehr bemerkenswert finde, ist ja, wie diese Apple Silicon-Geschichte seit ihrem Auftakt vor 4 Jahren weitergegangen ist. Wir haben damals gedacht, Apple hat jetzt stark vorgelegt, aber das Tempo mit den Steigerungen werden sie so nicht fortführen können. Und es ist ja absolut erstaunlich, dass sie immer noch zweistellige Zuwächse an Leistung liefern. Wohlgemerkt in einer Weise, die im Alltag der Menschen dann manchmal gar nicht mehr so signifikant ist. Weil das, was sie brauchen, läuft dann eben sehr schnell. Und es sind mehr und mehr die High-End-User, die eben dann noch wirklich um jede Minute feilschen und sich daran erfreuen können, wenn Apple dann Macs rausbringt, die dann nochmal eine Minute Rendering-Zeit sparen, die schneller dafür sorgen, dass der Simulator einen Xcode anspringt. Also wer jetzt zufrieden ist mit seinem Mac, weil er sagt, meine Office-Anwendungen gehen total schnell, ich browse total schnell im Netz, meine Apps gehen alle super, ja, der wird vermutlich wenig Nutzen darin sehen, jetzt eben ein Upgrade so schnell zu machen und schaut vielleicht noch auf bestimmte Spezifika, die jetzt die neuen Macs dann können, aber weniger jetzt auf den Prozessor. Also sehr viele Menschen werden auch, denke ich, mit einem M4 bestens bedient sein und sparen dadurch auch viel Geld, beziehungsweise haben Geld, dass sie in eine bessere Konfiguration investieren können. Mal nur so ein kleiner Vergleich. Für etwas weniger als den Startpreis des M4 Pro, der liegt ja bei eben 1.650 €, erhält man einen M4, der schon den maximalen RAM oder Unified Memory von 32 GB drin hat und eine 1 TB SSD. Und das ist ein ziemlich starkes Package. Ja, und wenn ich sehe, wie gut selbst ein M1 heute noch im Alltag ist, mein Arbeitsnotebook läuft auf einem M1, ja, dann sollte man sich das wirklich überlegen, ob man tatsächlich den M4 Pro benötigt und ob man nicht einfach mit einem M4 dann eine super Konfiguration für eben einen günstigen Preis sich zusammenstellen kann. Wer wie ich aufgrund seiner Betätigungsfelder einen M4 Pro benötigt, da würde ich sagen, ich würde jetzt keinen M2 Pro mehr kaufen, sondern diesen Mac Mini, weil er ist deutlich zukunftsfähiger und besser. Ja, und das zum Beispiel eben auch ja bei der GPU. Für Videoschnitt, da scheint der M4 Max noch reizvoller zu sein, von dem, was wir so hören. Und ja, ich schaue da natürlich zugegebenermaßen so ein bisschen verträumt auf die noch kürzeren Rendering-Zeiten. Sollte mir aber häufiger mal selbst sagen, dass ja eben der M4 Pro für diese Bedürfnisse auch schon wirklich super ist. Also im Ergebnis der M4 Pro eher für die höheren Bedürfnisse. Der M4 dürfte für die allermeisten sehr gut ausreichen und ein super Computer sein und durchaus auch ein Unterschied dann eben, wenn man sogar vom M1 kommt. Bei mir persönlich ist es jetzt so, ich bin nach dem Test extrem versucht, auf diesen neuen Mac Mini umzusteigen. Das ist ja das harte Business, das man nicht bemitleiden muss, des Testers. Weil manchmal, das ist ja das Positive, kann man Wünsche, die man so hat, dann für sich nach einem Test auch abhaken, weil man feststellt, das Gerät erfüllt doch nicht das, was ich mir davon versprochen habe. Oder aber es ist dann eben auch so, dass man merkt, man nutzt es gar nicht so häufig. Manchmal, und so ging es mir schon beim Studio Display, gibt es dann aber auch keinen Weg mehr zurück und dann geht man automatisch, wenn man das Testgerät zurückgegeben hat, dann in den nächsten Store und kauft sich das, wenn es der Geldbeutel hergibt. Nun, habt ihr weitere Fragen? Das ist ja ein längeres Review hier geworden.
dann stellt sie mir doch gerne und schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie immer freue ich mich über Likes, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich Abos, dann verpasst ihr kein Video hier mehr am Kanal. Wir müssen ja auch demnächst nochmal über das MacBook Pro mit M4 Pro sprechen. Also schaltet gerne wieder ein und für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss von der Nordsee.